Bei uns findet man nur eine Garnele, die steirische Gebirgsgarnele, und die zählt zur Spezies Lithopineus panamel. Wir haben das hier mit einer, man könnte schon fast sagen, State-of-the-Art Kreislaufanlage realisiert. So widersprüchlich das auch scheint, in den Alpen durch tropische Salzwassergarnelen zu produzieren, macht genau diese lokale und ressourcenschonende Produktion unser Produkt zu etwas extrem Einzigartigem, was man wirklich bedenkenlos, ohne schlechtes Gewissen genießen kann. Wir sind hier in der Steiermark, in einem richtigen Waldgebiet. Der Kreislauf beginnt eigentlich im Wald beim Wasser, wo wir Strom erzeugen. Wir haben 5 eigene Wasserkraftwerke, die produzieren diesen Strom selbst für die Gebäude und auch für die Weidpanther. Und nur der Rest wird dann ins Netz eingespeist. Die Kraftwerke hat es vorher schon gegeben und die haben wir dann automatisiert und auch Xenon eingesetzt. Das Wasser wird über Leitung in die Hatchery, also erst in die Hatchery geleitet. Dort kommt das Salz dazu, wird das Meerwasser erzeugt. In der Hatchery produzieren wir diese Larven, die was dann nach 14 Tagen in die Garnelenhalle kommen. Dort werden sie weitergezüchtet. Es ist eine Vorgabe, dass die Hatchery etwas weiter weg sein muss von der Garnelenhalle, weil ja die Biosicherheit eine große Rolle spielt. Man muss eben bei der Hatchery beginnen. Hatchery ist Meereswasser. Die Tiere entstehen im Meer und würden dann in der Natur in Brackwasser aufsteigen. Und genau das simulieren wir hier. Also wir befinden uns hier in der von uns sogenannten Grow-Out, wo wir aus den kleinen Postlarven Jungtiere machen, die dann später in die größeren Produktionsbecken hinter mir besetzt werden und nach 10 Wochen Zyklus dann tellerreif sind. Danach werden die Garnelen abgefischt, kommen in die Verarbeitung, in das neue Gebäude. Dort werden sie sortiert und verpackt und auch in den Kühlraum gelagert. Wir haben einen Vor-Ort-Hofladen, der ist die ganze Woche offen. Da können die Kunden die Garnelen direkt vor Ort kaufen, immer frisch. Und der Großteil geht über Vertrieb zu Gasthäuser, Hotels, Restaurants in ganz Österreich. Mich beeindruckt der Pioniergeist dieser Unternehmung. Man hat ja in der Verwendung vorhandener Mittel völlig neue Wege beschritten. Die Flexibilität von Xenon hat sicher eine sehr, sehr große Rolle in der Entwicklung gespielt. Man hat ja nach und nach neue Prozesse in das bestehende Projekt implementiert und ein großer Vorteil dabei war mit Sicherheit die Möglichkeit, auf Parametrierung mit vorhandenen Standardlösungen zurückgreifen zu können und gleichzeitig individuelle Programmierung mit entsprechenden schwierigen Wartbarkeit zu vermeiden. Es gibt tausende Sensoren für Temperaturen, für den Becken, für Wassertemperatur, für Lufttemperatur, dann Drücke bei den Pumpen, dann Füllstände in den Becken. Dann gibt es einen Haufen Wasserparameter, das ist alles zum Kontrollieren und zum Beobachten und auch Nachregeln macht dann die Anlage. Diese Parameter werden aufgezeichnet, können wir einen Trend anschauen, werden bei Alarme ausgegeben auf ein Handy und dementsprechend der Mitarbeiter bekommt dann einen Alarm und muss halt dann dementsprechend reagieren. Wie auch von Richard Pichelmeier erwähnt, ist es bestimmt ein Vorteil, die einfache Projektierung in der Entwicklungsumgebung von Xenon zu haben. Xenon ist fester Bestandteil unserer Anlagensteuerung und Überwachung. Und man muss ganz ehrlich sagen, ein Alltag oder die tägliche Produktion in dieser Größenordnung würde ohne Xenon nicht funktionieren. Man arbeitet ja mit Tieren und die Tiere verhalten sich ja immer wieder anders bei anderen Wassertemperaturen und das muss dann wieder in die Steuerung oder in die Technik umgewälzt werden. Technologie ist absolut wichtig, die Überwachung dahinter ist Pflicht, aber man muss auch sagen, den Menschen dahinter, vor allem wenn man mit Tieren arbeitet, ist eigentlich das Team essentiell und eigentlich nicht ersetzbar. Eigentlich steuert Xenon alles, weil der ganze Wasserablauf oder die Produktion oder in der Hatchery oben, alle Prozesse werden über Xenon überwacht oder gesteuert und ohne Xenon würde es nicht gehen.